Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold, doppelter Boden. Disclaimer. Doppelter Boden bei Gold. Jedes Mal, bevor es in den letzten 2 Jahren zu einem massiven Anstieg bei Gold kam, gab es vor einen doppelten Boden. Trotz der aktuellen Drückung und dem um sich greifenden Pessimismus dürfte es in den nächsten 6 bis 9 Monaten zu einem neuen Allzeithoch bei Gold kommen. Der 25% Anstieg bei Gold dürfte daher zu 1000, 2000% Anstiegen und mehr bei Goldaktien führen. Ja, jedes Mal, wo wir solche Formationen haben, war der Einstieg bei Goldaktien überproportional interessant. Der Gold natürlich auch, aber Gold steigt um 25%. Das ist nicht viel. Das werden die Anleger kaum merken, aber es ist eben wirklich alles bei Goldaktien, die überproportional steigen. So war es eben auch hier vom Corona-Tief, die circa 6 Monate bis zum Hoch, ein unglaublicher Anstieg bei Goldaktien, die viele Penny Stocks teilweise in den Dollarbereich gebracht haben. Natürlich wurden die Gewinne dann wieder abgegeben, dann hat sich das nochmal wiederholt, diese Formation. Auch jetzt sind wir wieder seitwärts, bis wir diese Spitze hatten im März, April. Jetzt ist sozusagen nochmal alles gecrasht. Man hat jetzt nochmal die einmalige Möglichkeit, Penny Stocks Goldaktien so billig wie fast bei den anderen Anstiegen auch einzusammeln. Durch die Chartformation und durch das genaue Beobachten der Goldaktien wissen wir, was sind die Top-Goldaktien, wie ich Ihnen auch noch später zeigen werde hier im Video. Meiner Meinung nach eine einmalige Chance und jetzt kommt im Grunde genommen auch ein höherer Anstieg. Wir werden sehr wahrscheinlich in den nächsten 6 bis 9 Monaten ein neues Goldpreishoch erreichen. Ja, vermutlich ist das dann irgendwo 2100 oder so dem Dreh, kann aber auch auf 2300 und 2500 steigen. All das würde eine extreme Steigerung der Goldaktienbewertung mit sich bringen, weil sie sind eben am Allzeittief. Goldaktien sind so billig wie eigentlich noch nie. Man kann das eigentlich nur noch mit der Corona-Krise vergleichen, obwohl natürlich unsere ausgewählten Titel teilweise durchaus wesentlich höher sind als zu diesen Corona-Zeiten. Also ist es wirklich wichtig, da auf Einzelaktien zu gucken, dementsprechend sich auch nicht zu sehr auf einzelne Aktien fokussieren, gute weiterkaufen, gute Chartformationen beobachten, einfach Top-Aktien weiterkaufen. Und wer jetzt durchhält, im Grunde genommen, wird beim nächsten Goldhoch vermutlich in 6 bis 9 Monaten sehr belohnt werden, weil so billig wird man diese Goldaktien nie wieder kriegen. Ja, lassen Sie uns hier ein paar Beispiele nehmen. Wir hatten ja diese Woche einen Goldpreisrückgang, was im Grunde genommen Discount-Einstiege sind. Nichts anderes als Discount-Einstiege. Also während die schwachen Hände in den Foren über den Goldpreis und Goldaktien lamentieren, gibt es auf der anderen Seite genau zu diesem einen Zeitpunkt bei Goldaktien einmalige Schnäppchen zu machen. Ich habe hier versucht, ein paar Beispiele rauszuwählen. Ich hatte über diesen Projektgenerator aus Quebec mit sehr gutem Management, ähm, sehr großen Gebiet schon in der Vergangenheit berichtet. Und die ganze Situation ist, dass das Unternehmen, also dass die Chartformation sehr positiv ist, weil sie eben viele Superlative haben und weil sie vermutlich auch da hinter den Kulissen einiges passiert. Möglicherweise werden gerade aktuelle Goldentdeckungen gemacht, wie auch immer. Das ganze Unternehmen sieht sehr interessant aus. Gucken Sie sich den Chart an. Das Unternehmen will jetzt hoch, hatte sogar auch schon hier 0,35 vor relativ kurzer Zeit gemacht, hat die Gewinne mehr oder weniger abgegeben, ist aber ein höheres Hoch als hier 2020 und steht meines Erachtens vor der Kursexplosion. Und Sie können sich ja selbst ausmalen, wenn Gold bei 2000, 2100 ist, wo sowas noch hinsteigen kann. Also ohne Probleme kann das dann über $1 steigen, 2, 3, 4, 5, vielleicht in der ganz großen Spitze auch irgendein Wert zwischen 5 und $10 annehmen. Und genau deswegen versuchen wir diese Goldaktien zu identifizieren und hier gegebenenfalls, also so mache ich das, wo es dann solche
Goldaktien ist auch mit solchen Stories und solchen Chartformats gegebenenfalls nochmal nachzukaufen, ohne mich zu sehr an diese einzelne Aktie zu machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die wesentlich höher steht, bei Gold über 2000, ist sehr, sehr groß. Und Sie sehen das aktuell, das ist hier im Prinzip die letzte Woche. Und Sie wissen, letzte Woche war es unheimlich negativ an den Goldmärkten und Goldaktienmärkte, wie auch immer. Aber anstatt sich mit dieser Negativität aufzuhalten, muss man eben versuchen, hier war nochmal, wo das große Tief war nochmal ein kleiner Rückgang. Hätte man sie mal billig kriegen können, es ist jetzt hochgeschossen auf schon 16 Cent, einfach so mal nur eine kleine Stimmungsverbesserung. Nur Gold ist nicht weiter unter 1700 $ gefallen, etabliert sich offensichtlich wieder über 1700 $. Goldaktienanstieg 45%. Da sehen Sie, was da für ein Potenzial dahinter ist. Und die kann man natürlich nur identifizieren mit wirklich genauer Beobachtung, wissen, dass da auch was hinter ist und so weiter. Also über die hatte ich ja in der Vergangenheit auch berichtet. Sie sehen, wie diese Aktien sich teilweise eben verhalten, jetzt auch bei der extremen Goldpreisdrückung, die wir letzte Woche erlebt haben. Also man muss das einfach als Opportunity sehen und dementsprechend weiter hier Position aufzubauen. Ja, hier ein anderes Beispiel, da hatte ich, glaube ich, auch in der letzten oder in dieser Woche drüber berichtet. Auch diese Aktie lässt sich nicht beeindrucken von dem Goldpreis und Goldaktienrückgang. Auch hier ist zu empfehlen, weitere Positionen aufzubauen. Auch hier kann bei Gold 2000 locker diese Aktie über 1, 2, 3, 4, selbe Story, vielleicht ganz in der Spitze irgendwo im Wert zwischen 5 und 10 nehmen, weil das Unternehmen ist ein Silber- und Gold-Projektgenerator in Kolumbien, hat eine Marktkapitalisierung ja von irgendwo 28, hat 55 Millionen nachgewiesene Reserven, hochgradiges Silber. Und im Grunde muss man froh sein, wenn man hier nochmal reinkommt. Ich meine, das bietet nicht jede Aktie, aber deswegen versuchen wir die auch im Fokus zu halten. Deswegen versuche ich ja auch einen Überblick reinzukriegen. Also ich wollte Ihnen nur einfach mal zeigen, trotz dieser enormen Goldpreisrückgang, dieser enormen Negativität, gibt es unglaubliche Schnäppchen zu machen am Goldaktiensektor. Ja, hier auch. Auch hier hat sich nicht beeindrucken lassen vom Rückgang, sondern steigt trotz Goldpreisrückgang weiter. Ja, da wird es auch im Hintergrund Goldpreisentdeckung geben. Investorenkapital geht rein. Also es gibt eben Goldaktien, die sich wirklich nicht beeinflussen lassen von den aktuellen Marktgeschehen. Und im Grunde genommen würde ich auch behaupten, dass diese Goldaktienanstiege, wie wir sie auch am Freitag gesehen haben, die im Wesentlichen sind, die passieren, ist einfach ein Indikator, dass der Primärmarkt Gold selbst auch auf Jahresendzicht und darüber hinaus hochgehen wird. Also die Investoren glauben einfach nicht, dass es weiter runtergeht bei Gold. Dann kann sie auch gleich in die Goldaktien gehen, weil die eben einen entsprechend höheren Hebel als Gold selbst haben. Also das nochmal, ich kann es nur wiederholen, Gold steigt um 25%, das ist nicht viel, von irgendwie 1700 auf 2200 vielleicht. Das sind 25, 30% und Goldaktien können nämlich 10, 20-fach oder mehr in derselben Phase steigen. Das ist diese ungeheure Chance, die wir hier haben. Ja, wir orientieren uns immer an den Goldaktienbullmarkt in den 1970er Jahre. Da gab es enorme Anstiege. Teilweise diese Aktien, das sind einige Beispiele, sind von 15 oder 20 Cent eben auf 10, 20, 30 $ gestiegen. Und das ist nicht nur mit einer Aktie passiert, mit einer ganzen Reihe von Aktien, einfach strukturell, was wir auch im Grunde genommen hoffen, dieses Mal auch passieren wollte. Und man konnte eben das 1000 $ 10, 100, teilweise eine Viertelmillion machen. Klar, das wird es nicht mit Vorhersage geben, aber wenn wir diesen Typus Aktien kaufen, mit großen Ressourcen, mit einer guten Story, im sicheren Rechtsgebiet, wenn möglich, bei absoluten Tiefskursen, warum sollen nicht das eine oder andere auch diese Dimension machen? Und wenn es nicht diese Dimension ist, dann ist es irgendwie 10% davon. Und dann ist es auch schon absolut mehr als super. Und man macht im Goldbullenmarkt sein Vermögen auch damit. Ohne, sag ich mal, solche wirklich großen Nuggets in Anführungsstrichen zu finden. Also was kann man tun? Ja, diese Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, die genau beobachten, welche ausbrechen, wo die Dynamik zunimmt, wo ein gutes Management da ist, etc.
Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach Risiko zu ordnen, moderaten, hohen und sehr hohen. Wie gesagt, Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzengrad des Goldes, Länderrisiko. Wir versuchen haben eine Exit-Strategie entwickelt. Also was kann man kaufen, wenn dieser Bullenmarkt im Grunde genommen vorbei ist, also der Goldaktien-Bullenmarkt. Und ich nehme an, da wird ungefähr bei Gold 2300, 2500 wirklich erstmal vorbei sein. Dann geht es seitwärts oder auch wieder runter. Kaum überblickbar aus der jetzigen Sicht. Was überblickbar ist, ist eben im Grunde genommen, dass diese extreme Unterbewertung, wie sie jetzt noch besteht, dass die im Grunde genommen mit dem nur in Anführungsstrichen moderat steigenden Goldpreis tatsächlich abgebaut ist. Und allein das wird zu bombastischen Bewertungen im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt führen. Ja, Einlagen von Gold und Silber, eine Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Dass ein Unternehmen ist in jeder Phase an Gold und Silber gekommen. Ganz einfache Transaktionen sind möglich. Sie überweisen einfach was, ohne eine Mindestmenge haben. Und das ist ein zollfreie Lager in der Schweiz eingeladen. Genauso leicht ist der Verkauf. Also das Unternehmen, über das konnten sie Gold und Silber kaufen, wenn anderswo die Leute Schlange gestanden haben, Edelmetallmänner und überteuerte Ware kaufen sollen. Sie können sich das auch jederzeit ausliefern lassen. Also einfach ein Vehikel und auch in Krisenzeiten an Gold und Silber zu kommen. Ja, Preisvergleich auf gold.de, halt erstmal, bevor Sie Edelmetalle machen, einfach erstmal generell schauen. Ansonsten habe ich noch Informationen zusammengestellt, mit welchen Broker, also mit welchen Depotbanken können Sie in der EU arbeiten, mit welchen in der Schweiz, wo können Sie Ihr Gold und Silber einlagern, Schweiz, Liechtenstein, da gibt es Optionen, weitere Informationen zu Goldaktien, zu Langfristcharts, Diskussionsforen wie COCA, wo diese Aktien diskutiert werden. Ja, wenn Sie generell noch Fragen haben, können Sie mich einfach kontaktieren oder Anregungen oder wenn es Zustellungsprobleme gibt, unter der angegebenen Rufnummer, ich würde Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Würde Sie bitten, natürlich meinen Kanal zu abonnieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Also, besten Dank und auf Wiedersehen.